Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. In einem meiner letzten Videos habe ich euch diese Linse hier vorgestellt. Eine Festbrennweite 50 mm, Offenblende 1.2 für den Canon EOS M-Mount. Offenblende 1.2, also ein sehr, sehr lichtstarkes Objektiv. In meinem Video habe ich allerdings auch gesagt, wenn ich zum Beispiel mit dieser Linse, mit der Offenblende 1.2 ein Porträt machen würde, dann würde ich es eher nicht mit der Offenblende 1.2 machen, sondern ich würde hier tatsächlich abblenden. Abblenden Blende 2.8 oder sogar Blende 4, damit mein Porträtfoto, damit das auch durchgehend scharf wäre. Zumindest die Person, die ich im Porträt darstellen möchte. Jetzt habe ich einen Kommentar bekommen unter das Video, warum sollte man sich dann diese Linse kaufen, denn offensichtlich taugt sie ja nichts, wenn man hier bis auf Blende 4 abblenden muss, um überhaupt ein scharfes Foto zu bekommen. Tja, da ist tatsächlich ein bisschen was missverstanden worden und um das zu klären, ist jetzt tatsächlich mit der Offenblende 1.2 das Objektiv unscharf oder nicht, da müssen wir so ein bisschen in die Basics der Fotografie gehen und genau das machen wir mal in diesem Video. Ist es denn jetzt so, dass dieses Objektiv mit der Offenblende 1.2 unscharf ist und erst mit dem Schließen der Blende, zum Beispiel auf Blende 2.8 oder Blende 4, richtig scharf wird? Nein, natürlich nicht. Schauen wir uns erstmal an, was passiert dann beim Verändern der Blende. Die Blende sitzt übrigens im Objektiv und nicht in eurer Kamera. Ich habe hier mein manuelles Objektiv und da kann man nochmal sehr schön das Ganze nachvollziehen. Was ändert sich eigentlich, wenn ich die Blendeneinstellung verändere? In dem Fall habe ich jetzt mal die Blende ganz weit geöffnet, Offenblende 1.2 und dann können wir hier sehr schön durchs Objektiv durchschauen. Das heißt, wir haben eine große Blendenöffnung, es kommt sehr, sehr viel Licht auf unseren Sensor. Jetzt können wir die Blende natürlich schließen auf Blende 16 bei diesem Objektiv und dann seht ihr schon, dann geht die Blendenlamellen gehen zusammen und wir haben nur noch einen ganz kleinen Lichtdurchlass. Wir wollen natürlich offenblendig fotografieren, das heißt, wir machen die Blende schön weit auf, haben eine schöne kurze Verschlusszeit, weil sehr viel Licht auf meinen Sensor kommt. Aber mit Verändern der Blende verändert sich nicht nur die Öffnung der Lichtdurchlasser an eurem Objektiv, sondern es verändert sich auch die Schärfentiefe auf eurem Foto. Und die Schärfentiefe sagt es eigentlich schon, was passiert bzw. was verändert sich. Es verändert sich nämlich nicht grundlegend die Schärfe eures Objektives. Die bleibt nämlich immer gleich. Also entweder habt ihr ein Objektiv, was gut und scharf abbilden kann, und das ist hier bei der Festbrennweite tatsächlich der Fall, oder ihr habt ein Objektiv, was irgendwie immer matschig ist. Aber durch Verändern der Schärfentiefe, also durch das Öffnen der Blende, verändert sich der Bereich, der in der Tiefe des Bildes, deswegen Schärfentiefe, der in der Tiefe des Bildes scharf abgebildet ist. Wir können das mal an einem ganz einfachen Beispiel hier nachbauen und simulieren, damit man es einfach praktischer versteht. Mein Blumentopf hier ist jetzt unser Hauptmotiv. Ich möchte das Ganze fotografieren und zwar gehe ich dann mal hier auf diese Seite und möchte quasi hier meine Blume fotografieren. Ich habe sie in der Tiefe, weil sie hat ein bisschen Tiefe. In der Tiefe ist das Motiv ja natürlich dargestellt, denn unsere Welt ist ja dreidimensional. Auch wenn das Foto zweidimensional ist, ist es ja beim Fotografieren immer noch dreidimensional. Das heißt, wir haben hier unsere Linse und wir haben hier unser Objekt. Den Fokus setze ich jetzt mal hier genau in die Mitte, hier wo der Stamm ist, da sitzt mein Fokus. Was passiert jetzt, wenn ich die Blende sehr weit aufmache? Dann habe ich nicht nur ein sehr lichtstarkes Objektiv, sondern meine Schärfentiefe, die reduziert sich tatsächlich auf einen ganz, ganz kleinen Punkt. Das Ganze können wir ein bisschen veranschaulichen. Und zwar machen wir mal einen kleinen Aufbau dazu. Und zwar nämlich hier dafür mal eigentlich meine Abschalter von LensAid, beziehungsweise meine Reflektoren. Aber damit können wir das super veranschaulichen. Und zwar, ihr Lieben, der Spalt, der hier entsteht zwischen diesen beiden Reflektoren, das ist jetzt quasi der Bereich auf dem Foto. Ich mache das mal ein bisschen zentraler hier. Das ist der Bereich auf dem Foto, der jetzt scharf ist. In der Tiefe des Fotos. Nicht in der Breite, sondern in der Tiefe, in der dreidimensionalen Tiefe meines Fotos. Das heißt, mein Objektiv fotografiert jetzt hier dieses kleine Bäumchen und ich habe eine Offenblende 1.2. Offenblende 1.2, das Ganze sogar noch ein bisschen reduzieren. Das heißt, dieser kleine Lichtdurchlass hier, dieser kleine Bereich, den ihr seht, der wäre in der Tiefe nur scharf. Die Blätter, Äste, die jetzt weiter hinten sind und weiter vorne, die sind schon unscharf. Schließen wir jetzt die Blende, Blende 2.8, verändert sich das Ganze. Das heißt, dieser Bereich, der dann scharf abgebildet wird, der wird größer. Das heißt, dieser Bereich ist scharf abgebildet, alles was dahinter und davor ist, das ist dann wieder unscharf. Wenn wir jetzt auf Blende 4 das Ganze öffnen,
Na, dann ist das Schließen. Wenn wir die Blende auf Blende 4 schließen, das heißt, wir blenden weiter ab, wird der Bereich noch ein Stück größer. Und das ist es, was ich meinte, wenn ich sage, ich würde mit einem so lichtstarken Objektiv, gerade Brennweite 50 mm, würde ich tatsächlich abblenden. Denn es bringt natürlich nichts, wenn ich jetzt jemanden im Porträt fotografiere, ich fokussiere die Augen an, dann haben wir natürlich bei so einem kleinen Lichtdurchlass hier, dann sind die Augen scharf, Nase und Ohren sind aber schon unscharf. Und das ist mit Sicherheit einigen von euch auch vielleicht schon mal passiert. Und habt ihr euch überlegt, ja, warum ist jetzt mein Bild gar nicht so richtig scharf? Das lag einfach daran, dass ihr mit zu viel Offenblende fotografiert habt. Deswegen sollte man gerade im Porträtbereich darauf achten, dass man dann vielleicht ein bisschen abblendet, um wirklich das Porträt, den Kopf, durchgehend scharf abgebildet zu haben. Würde man die Blende weiter schließen, öffnet sich der Bereich, der natürlich scharf abgebildet ist, noch weiter und man bekommt dann einen größeren Bereich, der scharf abgebildet ist. Das ist der Einfluss, den nämlich das Öffnen der Blende auf eure Tiefenschärfe im Bild hat. Das Ganze wird natürlich noch ein bisschen beeinflusst von der Brennweite. Das heißt, je nach unterschiedlicher Brennweite beeinflusst das natürlich dann mit der Offenblende diesen Abstand. Und ihr könnt es noch beeinflussen, indem ihr euren Abstand zum fokussierenden Objekt verändert. Das heißt, wenn wir jetzt hier eine Offenblende 1,2 haben, wir haben hier unser Objektiv, fotografieren jetzt, dann haben wir auf den Abstand diese Offenblende 1,2. Verändern wir jetzt den Abstand zu unserem zu fotografierenden Objekt, meinetwegen wir stellen die Pflanze jetzt hier hinten hin, wir behalten die Offenblende 1,2 bei, dann ändert sich allerdings hier auch schon der Bereich, der scharf abgebildet ist. Der wird nämlich größer mit zunehmendem Abstand zu unserem Hauptobjekt, das wir anfokussiert haben und unserer Linse. Also auch damit könnt ihr das Ganze beeinflussen. Das heißt, wenn ihr vielleicht ein Porträt fotografiert, müsstet ihr eure Person bei der Offenblende 1,2 dann einfach nur ein Stückchen weiter wegstellen. Das Ganze müsst ihr natürlich mal ausprobieren, je nachdem mit welcher Linse ihr fotografiert, um dann einen möglichst großen Bereich in der Schärfentiefe auszuwählen. Wenn ihr eine Offenblende habt, zum Beispiel 1,2 oder 2,8, damit wirklich zum Beispiel der Kopf in der Tiefe auch komplett scharf abgebildet ist. Tja, also Offenblende heißt nicht, dass das Objektiv, dass es unschärfer wird, sondern nur der Bereich, der quasi scharf abgebildet wird in der Tiefe auf dem Foto, der verändert sich. Der wird kleiner und dadurch wirkt es, als wäre das Objekt nicht so richtig scharf abgebildet. Wenn er abblendet, vergrößert sich natürlich dieser Bereich, der scharf abgebildet ist. Und schon sieht das Ganze ganz anders aus. Und genau das meinte ich, als ich gesagt habe, ich würde mit dieser Brennweite 50 mm an einer APS-C-Kamera, wenn ich das umrechne bei Canon, haben wir einen Crop-Faktor 1,6, dann sind wir ungefähr bei 80 mm Brennweite. Mit einem Abstand von 50 cm ist sowieso schon zu dicht, würde ich noch ein kleines Stückchen weiter wegbringen. Wenn ich dann hochkant fotografiere und ich habe eine Offenblende 1,2, dann kann ich Glück haben, wenn hier mein Augenlid scharf ist und vielleicht noch die Pupillen scharf sind, weil alles andere ist dann tatsächlich unscharf, weil der Schärfebereich, der ist so dünn, so hauchdünn, da musst du einfach abblenden. So, ihr Lieben. Ich hoffe, ich habe das jetzt ein bisschen veranschaulichen können, wie das so zusammenhängt mit dem Abblenden und mit der Offenblende. Also je mehr Offenblende ihr habt, das ist natürlich toll für ein tolles Bouquet im Hintergrund, aber der Bereich von eurem Objekt, den ihr anfokussiert, der ist ja sehr dünn, wenn ihr ziemlich dicht dran seid. Wenn der Bereich weiter hinten liegt, ist ja zum Beispiel das beste Beispiel die Milchstraße. Normalerweise, wir haben ja die Milchstraße, da fotografierst du ja so offenblendig wie möglich. Du versuchst ja zum Beispiel mit Offenblende 1,8, 1,9 oder 2,0 zu fotografieren, damit du möglichst viel Licht einfangen kannst, möglichst viele Sterne. Wenn das jetzt genau der gleiche Effekt wäre, denn die sind so weit weg, die Sterne, das heißt, auch in der Tiefe sind die dann alle scharf, da spielt es überhaupt gar keine Rolle mehr. Wären die Sterne jetzt natürlich dichter dran, sag ich mal, der erste wäre, keine Ahnung, 10 Kilometer entfernt und der nächste dann 100 Kilometer, und du hättest dann eben auch so eine Offenblende, dann wären die Sterne im Hintergrund natürlich auch verschwommen. Aber dadurch, dass sie alle so weit weg sind und der Fokus dann so weit hinten sitzt, spielt es da zum Beispiel überhaupt gar keine Rolle mehr. So, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte es ein bisschen veranschaulichen, was jetzt diese Offenblende damit zu tun hat, dass eben wirklich das Bild erstmal so wirkt, als wäre es nicht scharf. Aber im Grunde ist es scharf, nur der Bereich, den du eben abbilden kannst durch die Offenblende, der ist sehr, sehr begrenzt. So, ich hoffe, wie gesagt, ich habe es verständlich erklärt. Wenn ja, dann lasst mir doch gerne mal eure Meinung und eure Kommentare dazu unter dem Video da. Ansonsten, wenn euch die kurze Erklärung, die kurze Veranschaulichung hier gefallen hat, dann lasst mir gerne fürs Video einen Daumen hoch da. Und wenn wir uns künftig in meinen neuen Videos wiedersehen wollen und ihr habt es noch nicht getan, dann abonniert doch gerne meinen Kanal. In diesem Sinne, bis dahin.